Rewe macht Schluss. Droht jetzt das Aussterben der beliebten Werbeprospekte? Einerseits glaube ich, ist es tatsächlich umweltmäßig sinnvoll, diesen Schritt zu gehen. Andererseits fehlt dann manchmal schon so ein bisschen auch dieser Vergleich oder diese Angebote. Ich schaue meistens in die Prospekte der Läden, in die ich gerne einkaufen gehe. Gerade in Zeiten steigender Preise ist das wöchentliche Blättern und Preisevergleichen so beliebt wie nie. Die Inflation wird teurer, die Gasrechnung kommt dann irgendwann. Da muss man einfach fast schon Preise vergleichen. Und da finde ich natürlich diese Prospekte eine super Möglichkeit. Max will wissen, warum verzichtet Rewe gerade jetzt auf die Angebotsblättchen? Welchen Preis bezahlt der Lebensmitteleinzelhändler dafür? Was machen Aldi, Lidl und Co.? Freitagnachmittag in Schöneck. Die Austräger Philipp und Lukas Müller machen sich bereit für ihre Tour. Rund 100 Millionen Papierprospekte landen zu dieser Zeit in deutschen Briefkästen. Für einige nervig, für viele eine geliebte Routine, um die Schnäppchen der Woche zu entdecken. Die freuen sich über die Blätter. Es gibt manche, die möchten die ja unbedingt haben. Die beschweren sich dann, wenn keine Zeitung da ist. Dann gibt es Leute, die mir halt schon Sachen dann geben dafür, dass ich es austrage, weil sie sich einfach sehr freuen, dass ich das für sie mache. Einer von ihnen, Tobias Bode. Sind die Prospekte endlich da, kann das Wochenende und das Preisevergleichen beginnen. Ich freue mich schon sehr, wenn die Prospekte kommen, weil es irgendwie auch so ein bisschen so ein Ritual ist, dass man sonntags irgendwie da sitzt beim Kaffee, beim Frühstück und so die Prospekte durchgeht und schaut, was es halt nächste Woche so in den ganzen Supermärkten im Angebot gibt. Ich finde es tatsächlich sehr mutig von Rewe, auf diese Prospekte zu verzichten, weil also tatsächlich, es fehlt dann halt ein Prospekt. Ne? Und wenn ich dann eben die ganzen anderen Prospekte habe, Aldi und Teegut und Norma, dann kaufe ich halt natürlich da, weil da weiß ich halt, was sie im Angebot haben. Ganz ähnlich wird das Wochenende bei Heike Müller eingeläutet. Ich habe so meine Haupteinkaufsläden. Da gucke ich mir die Prospekte auch gezielt an und gucke dann, was ist jetzt gerade im Angebot. Und je nachdem, also gerade letzte Woche waren es jetzt zum Beispiel Nudeln, fahre ich dann auch gezielt hin und kaufe dann auch danach. Die beiden sind nicht die Ausnahme. Nach einer repräsentativen Umfrage von IFH Media Analytics lesen mehr als 75% aller Befragten die Werbeprospekte regelmäßig. Auf Handzettel zu verzichten ist also für Handelsketten nicht ohne Risiko, sagt uns Andreas Riekötter, der den Werbemarkt der Zukunft untersucht. In diesen Zeiten, wo der Gürtel enger geschnallt wird, wo man umso mehr auf Preise schaut, auf Aktionen, auf Werbung, den Einkauf hin ausrichtet, ist diese Maßnahme natürlich umso risikobehafteter, weil andere Händler, die weiterhin aktiv über diesen Kanal werben, eine erhöhte Chance haben, diese Kunden für sich gewinnen zu können. Trotz aller Risiken. Der Entschluss bei Rewe steht. Ab 1. Juli 2023 wird es keinen klassischen Papierprospekt bei Rewe mehr geben, sagt uns Peter Mali, Bereichsvorstand bei Rewe. Wir verteilen ungefähr 25 Millionen von diesen Handzetteln in der Woche. Und jetzt kennen wir natürlich auch vom Kundenverhalten, dass die natürlich schon am Wochenende gelesen werden, gar keine Frage. Und auch die Einkäufe teilweise danach geplant werden. Aber im Endeffekt werden dann eben diese 25 Millionen sehr schnell auch weggeschmissen. 28 Milliarden Werbeprospekte werden pro Jahr verteilt. Das verbraucht 42 Milliarden Liter Wasser. So viel wie sonst 1 Million Menschen verbrauchen. Außerdem rund 1,6 Millionen Tonnen Holz. Das entspricht 1,1 Millionen gefällter Bäume. Und 4,3 Milliarden Kilowattstunden Energie, so viel wie fast 2 Millionen Zwei-Personen-Haushalte verbrauchen. Steht in keinem Verhältnis. Also ja, die sollten abgeschafft werden, auf jeden Fall. Manchmal liegen die auf dem Boden. Und zweitens, fast alle sind online und die kann man dann überall noch online nachschauen. Und genau diesen Weg möchte Rewe gehen. Den Online-Kanal weiter ausbauen. Doch Andreas Riekötter ist skeptisch, dass online eine echte Alternative zum Prospekt ist. Dieser Werbedruck, der über das Prospekt erzeugt wird, nämlich Hunderte von Artikeln zu einem Termin, Millionen von Verbrauchern zugänglich zu machen, dieser ist Stand heute über digitale Optionen noch nicht zu bewerkstelligen. Genau aus diesem Grund reagieren die anderen Lebensmittelhändler zurückhaltend. Max hat nachgefragt.
Planen Lidl, Aldi und Co. ebenfalls in naher Zukunft auf die Prospekte zu verzichten? Edeka schreibt: Für unsere Prospekte setzen wir zum großen Teil auf nachhaltigeres Material wie Recyclingpapier oder FSC-zertifiziertes Papier. Dieser Anteil wird kontinuierlich ausgebaut. Darüber hinaus optimieren wir die Verteilgebiete permanent, um die Auflagen so gering wie möglich zu halten. Die großen Discounter setzen weiter auf das Prospekt aus Papier. Aldi bestätigt, dass die gedruckte Ausgabe sehr beliebt sei. Und Lidl sieht das Prospekt gar als zentrales Medium unserer Marketingaktivitäten. Doch neben dem Umweltaspekt gibt es für Rewe noch einen weiteren Grund, auf die Prospekte zu verzichten. Die Papierknappheit in Deutschland verschärft sich und Preise steigen rasant. Allein im vergangenen Jahr gab es laut Statistischem Bundesamt einen Preisanstieg von rund 30%. Viel Geld auch für Prospekte, die direkt in der Tonne landen. Natürlich führen diese Kostensteigerungen dazu, dass überall im kompletten Handel, wo man seither auf Beilagenwerbung gesetzt